Tja, Bausparer 1974 meldet sich zurück zu den englischen Detektiven Sherlock Holmes. Ja, wir sind ziemlich am Ende des Fall 5 angelangt. Die Chinesenmusik ist erlaubend. Gut, dann noch mal reden. Kennen Sie Kew Gardens? Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Natürlich ein Schwachsinn. Weil wir haben ja einen Blumentopf gefunden. Wir haben einen Blumentopf gefunden. Ja. Mit dem Zeichen von Kew Gardens abgebildet. Bitte nachschaubar in den letzten Videos. Es war ziemlich am Eingang bei der göttlichen Gesellschaft. Also wir haben einen Kew Gardens Symbol. Nicht die markierten Blumentöpfe oder was oder irgendwas, das ist einfach das erste. Ja. Beziehungsweise das da. Kew Gardens Symbol. Wir haben einfach das gefunden. Also ein Kew Gardens Symbol auf einen Blumentopf, den wir im Garten der kirchlichen Gesellschaft gefunden haben. Also er kann es nicht direkt abstreiten. Also es war sogar versteckt unter einer Decke. Klipp und klar das erste Kew Gardens Symbol. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his greenfly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Well, we will leave you to your meditation. Sagen wir mal so. Sie haben ihr Eigentum, also das mit den Pflanzen ist erledigt. Das mit den Pflanzen ist erledigt, doch jetzt müssen wir noch den Mord aufklären. Also das ist erledigt, also auf gut Deutsch, sie haben sich eigentlich nur ihren Eigentum zurückgeholt. Gut, da ist auch alles abgeschlossen, brauchen wir nicht lang fackeln, das heißt, die haben sich faktisch ihr Eigentum zurückgeholt, die Pflanzen. Jetzt fahren wir in die Baker Street. Jetzt müssen wir den Mord aufklären. Jetzt müssen wir den Mord aufklären. Der Mord ist noch aufzuklären. So Leute, jetzt werden wir wieder mal kombinieren. Wenn wir kombinieren gehen, da haben wir schon einiges. Ja, da haben wir schon einiges. Da. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit was fangen wir eigentlich an? Ja. Verdächtige Zutaten. Ja. Es hat den Anschein, als ob die tödliche Pflanzen das Alkaloid und die Raupen irgendetwas miteinander zu tun haben. Ja. Gehen wir davon aus, dass es eine Vergiftung war. Eine Vergiftung. Dass der dann hat ein tödliches Pflanzengift eingeatmet, mit dem
er ermordet werden sollte. Ja, verdächtige Zutaten und Vergiftung ergibt. Mit Pflanzen experimentieren. Führen Sie ein Experiment mit den tödlichen Pflanzen durch, bei dem Sie Alkaloid und die Raupen benutzen. Mit tödlichen Pflanzen experimentieren. Das tun wir jetzt. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Das werden wir jetzt tun. Also führen Sie ein Experiment mit den tödlichen Pflanzen durch, bei dem Sie Alkaloid und die Raupen benutzen. Werden wir jetzt einmal. Also auf die zum Labortisch gehen. Experiment tödliche Pflanzen. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. So, das ist ja mal die Dionea carnivorus, ja. Das ist die Carlina inebriare und die Flora diabolica, ja. So, da gehen wir jetzt einmal eine Raupe einmal auf diese Flora diabolica, ja. Schwuppdiwupp. Habt ihr jetzt gesehen, dass die Raupe auf die Carlina in die Peripherie ist, die Raupe ebenfalls weg. Carlina, also auf der, und da genauso auch, Carlina, ist es wahrscheinlich auch weg. Ja. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Also da hat sie die Stacheln abgeschossen. Gut, dann werden wir das einmal weglegen, die Raupen. Und jetzt das Alkaloid nehmen. Ja. Das werden wir jetzt einmal auf alle 3 Pflanzen anwenden. Das heißt einmal da. Dann da. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Und dann da. It appears to open after being soaked with alkaloid. Das werden wir da weglegen. Ja, also ihr habt gesehen, also die Carlina und die schließen sich beide, während die Florium sich öffnet. Jetzt setzen wir da jetzt wieder auf die Florium diabolica. Eine Raupe. Und It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. gut, das werden wir jetzt mal abstellen. Jetzt tauschst du faktisch die also die Carlina mit der Diana Conicus aus. Ja. Mit der Diana Carlina Conicus aus. Das heißt, das beendest du mal kurz. Ah nein. Ja, also das heißt, du hast jetzt da faktisch
Die noch keine gewusst, da stehen. Die Kalina und die Florem, ja. Dann nimmst du wieder die Flüssigkeit in die Hand. Gibst es wieder zu der Florem Diabolica. Das da. Das setzt dann auch wieder nieder. It appears to open after being soaked with alkaloid. Aber dieses Mal setzt du die Raupe auf der Kalina Inepiria ab. Ja. Toxic gas with spores. Extraordinary. Und man hat gesehen, The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Also gut. Da halten Sie sich, bevor Sie das Experiment durchführen, mit allen Verdächtigen über den Tag des Mordes. Gut. Ich schaue nochmal ganz kurz, tödliche Pflanzenfliegen abgeschlossen. Ich würde nochmal ganz kurz die Herleiter mal kurz anschauen, ob da was ist, irgendwas Interessantes getan hat. Das hat sie da eigentlich nicht viel getan. Nein, da hat sie nicht viel getan. Gut, das heißt, wir werden da jetzt wieder in Kew Gardens gehen. Ja, das ist ein Mechanismus gewesen, ganz einfach mit den Pflanzen. Also man muss die Pflanzen also in der Reihenfolge aufstellen und nahe genug an Opfer bringen und dass das dann... Das konnte nur einer wissen, der was mit Pflanzen zu tun hat. Also, das ist ganz klar. Gut, der Mr. Holmes. Wenn wir es nochmal alle interviewen. Wenn man den wiederholen da ist. Mr. Martin Hamish. Vor Duns Tod. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. Was macht es an der Morgen? What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Gut. Die Lady, wenn man da mal die Lady gehen zu der Lady, die war da irgendwo da hinten, Saathaus. Saathaus war die, am Zuchthaus. Gut, das war da hinten bei der. Das war da, glaube ich. Market right. Der Tag von Tunes Tod. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit.
It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. Zeitpunkt seines Todes. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Ihre Aufzeichnungen. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. 21. Thank you, miss. Gut. Den werden wir jetzt mal holen. Das ist jetzt leider Gottes jetzt sehr mühsam. Da müssen wir jetzt den kompletten Weg da wieder zurückgehen. Das ist das Einzige, was so ein bisschen lästig war da bei dem Spiel. Ja, das war das Einzige, was so lästig war da. Ein Labor. Das war da. Gut, da hat's gemeint. Ja. Türe, da war das. Türe erwachsen mit Aufnahmen. 320. Aha. Mit Aufnahmen. Mit Aufnahmen 320. Here it is. Cylinder Records. Aufnahmen. Sehr gut. Na, dann werden wir den dann halt da einlegen. Das werden wir da das da einlegen. Werden wir da gleich einlegen. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Dürfte Wahrheit gesagt haben. Miss White Aufnahme auf den Achszylinder mit der Nummer 320 dauert relativ lange, was beweist, dass sie sich am Tag der Tat im Labor aufhielt. Naja, sie hätte das natürlich 1-2 Tage vorher auch machen können. Ah ja, okay. Jetzt gehen wir zum Albert. Zum Albert. Der war da, glaube ich, irgendwo. Der Albert. Der Tag von Tun ist tot. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. Was machten die anderen? And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10.
But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Tja, Freunde. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Fortsetzung abgeschlossen. Gut, das heißt, da werden wir dann das nächste Mal weiterspielen. Bauspar 1974 wünscht einen schönen Tag und jo, bleibt sauber, Bussi aufs Bauche und ich bin draußen. Tschüss, Baba.